Ihr kennt die Geschichten von friedlichen Familienwohnsiedlungen, die auf mystischen Indianerfriedhöfen erbaut wurden, die aus Stephen King seiner Feder? Stellt euch vor, hier in Brandenburg könnte es so einen ähnlichen Ort geben und wir leben mittendrin. Bei meiner Recherche zu diesem Ort stieß ich auf ein sehr dunkles Geheimnis. Der Boden hier ist mit jüdischem Blut getränkt und das aus einem ganz bestimmten Grund. Die Nazis fanden hier sehr großen Gefallen an der Idylle des Sees und koren diesen Ort zu ihrer Hochburg aus. Das forderte allerdings zu hohen Preis. Wer es nicht schaffte zu fliehen, wurde erschlagen oder deportiert. Wir sind Tobi und die Katze und wir entführen dich in die Dunkelheit. Schon seit einer ganzen Weile ist mir bewusst, dass der Boden hier mit Blut getränkt sei. Hier in den Wäldern versteckt sich eine riesige Anlage, von der all die Touristen, die täglich unbeschwert die Gegend besuchen, nichts ahnen. Man will es so sehr nicht an die große Glocke hängen, dass es nur noch wenige wissen, was hier einst wirklich geschah. Massenenteignung, Sklavenarbeit sowie Mord und Totschlag und das alles im ganz großen Stil. Dabei war dieser Ort in den 30ern ein Zuhause der High Society aus der Film- und Theaterbranche. So, die Katze verteilt schon mal Blinkgebälle am Baum. Das sieht man bestimmt auch ganz gut. Wir haben den mal ein bisschen ausgeleuchtet. Die Nachbarn waren auch schon neugierig und haben geguckt. Wir stehen hier voll an diesem toten Baum. Heute haben wir Vollmond. Und um uns herum ist einfach nur Nebel. Ein paar Häuser, beziehungsweise ein paar Laternen. Und irgendwann kommt der Nebel natürlich auch noch richtig schön hoch. Und dann sehen wir überhaupt nichts mehr. Das ist ja finster wie im Bärenhintern. Mal schauen, was wir hier kriegen, ne? Also ich hoffe wirklich sehr, dass wir hier ein paar Ergebnisse bekommen und dass überhaupt irgendjemand uns hier heimsucht, um mit uns zu reden. In der Zeit kann ich schon mal eine lustige Geschichte erzählen. Wir sind ja hier auf diesen Moorwiesen und wir haben ja diesen Baum hier ausgesucht, um heute die PU zu machen. Und wir haben natürlich das rote Licht dabei. Hier und hier. Und vom Weiten sieht man das natürlich nicht richtig auf dem Boden, weil halt Nebel ist. Und da sind schon gerade Leute vorbeigefahren auf dem Radweg, der hier ringsrum geht eben mal. Die sind kurz stehen geblieben. Ich glaube, die haben sich ein bisschen eingeschissen, sag ich mal. Wer würde erwarten, nachts, wenn er mit dem Fahrrad nach Hause fährt, irgendwo mitten auf einer Wiese einen roten Baum. Ja, die haben kurz sogar angehalten und geguckt. Sehr schön. Aber vorhin waren ja auch noch irgendwie ein Mofa gewesen. Der hat auch angehalten. Und wisst ihr was? Er misst irgendwas auf jeden Fall schon mal. Ja. Der springt aber auch echt gut, ne? Gut. Ja, auf 8 war er auch gerade. Wie man sieht, haben wir hier auf jeden Fall schon mal irgendwas. Wir wissen noch nicht was. Ich würde sagen, die Katze macht sich mal startklar und dann gehen wir mal in die Kommunikation. Es ist aber auch das deutsche Blut, das ebenfalls das Erdreich drängte. Damals, als die Sowjets den Ort eroberten, um die Versuchsanlage in den Wäldern zu besetzen, machten sie keinen Unterschied. Auch sie nahmen, was sie wollten. Der Albtraum ging weiter. Die Arisierung sowie die Entnazifizierung legten einen dunklen Fluch über die Wälder. Wenn man nachts durch die Gegend streift, kann man panische Schreie hören.
Ja, es schwankt halt die ganze Zeit zwischen 2 und 8. Das ist ein Auf und Ab hier. Also auf jeden Fall, die Handys sind alle im Flugmodus. Können wir auch gerne noch mal zeigen, wenn ihr wollt. Das Gerät schweigt leider noch. Und die Bälle auch so. Ah, Flugzeug und Flugzeug. Der Bildschirm ist übelst dunkel. Immer noch keine Veränderung. Immer noch der Ausschlag da. Aber echt schwach. Ich würde erst mal sagen, wir stellen uns vor, damit die Präsenzen, die hier anwesend sind, auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also ich bin die Katze und das hier ist mein Partner Tobi. Und wir kommen her, um mit euch zu kommunizieren, mit euch zu reden. Ich habe hier auf dem Boden so ein kleines Gerät und wenn man sich diesen nähert, dann fängt er an zu piepen. Das ist ein Sensor, der auf Näherung reagiert. Leider gab es auch in dieser Vollmondnacht Probleme mit meiner Mikrofonfunkstrecke. Meine Tonspur wurde so leise aufgezeichnet, sodass sie nicht zu gebrauchen sei. Sollte jemand über Atemgeräusche klagen, ich musste Tobi seine Tonspur verstärken, damit man mich versteht. Der Vorteil ist aber, der Tag vor dem Vollmond, der Tag nach dem Vollmond ist halt besonders hell und man kann hier mit bloßem Auge relativ weit gucken. Leider kann die GoPro das natürlich nicht so einfangen, da der Sensor so klein ist. Man hat, was man hat. Also hier haben wir immer noch irgendwas Messbares, aber ich frage mich warum. So, ich mache dann die GhostTube-App an und dann schauen wir mal, was es für Ergebnisse gibt. Ich hoffe, der Akku von diesem Camcorder hält so lange durch. Und die Werte dort hinten immer noch am Hin und Her zwitschen. Das finde ich schon mal sehr seltsam. Das hatten wir ja schon mal in der Kapelle gehabt. Ja, und dann ging es ab. Also falls hier jemand bei uns ist, ja, und gerne mit uns in Kontakt treten möchte, du hast die Möglichkeit, mit uns über diesen Telefon zu reden. Leer. Der Akku ist leer. Wäre es nicht irre, wenn es wirklich zugetroffen hätte? Im Meer aus Nebel, mitten im Moor, bei Vollmond, unter einem kargen Baum. Doch so viel Glück sei uns nicht vergönnt. Aber die Nacht fing auch erst an. Das wäre jetzt so geil, oder? Komm, das hätte jetzt richtig trainiert und der Akku immer leer wäre. Teuflisch. Ja, gut, die Beleuchtung, ja, da hast du recht. Wir müssen erstmal eine Kommunikationsebene finden. Okay, gut. Ich hoffe, der kleine Akku von diesem Teil hier hat jetzt nicht gerade zu diesem Ausschlag geführt. Und zum Thema teuflisch. Ja, es tut mir leid, das mit dem Baum mit der roten Farbe. Aber es sieht doch einfach irgendwie Schön aus. Ja, also falls du mit uns reden magst, wir hören dir gern zu. Wir werden dir auch vielleicht sogar ein paar Fragen stellen. Vorausgesetzt, du bist wirklich bereit, mit uns zu reden. Auf jeden Fall wären wir sehr, sehr dankbar. Würdest du für uns, wenn du damit einverstanden bist, einfach das Gerät mit dem grünen Wändchen da am Baum berühren? Das wäre sehr schön. Jetzt ist Stille. 0. Ah, jetzt geht's wieder los. Spiele. Spiele, okay. Jetzt ist es 0 und jetzt wieder. Immer wenn. Hast du es bemerkt? Es hat was gesagt und dann war es auf 0. Spiele. Spiele. Willst du ein Spiel spielen? Ich hoffe nicht mit uns. Magst du denn mit uns reden?
Wie gesagt, du kannst auch gerne alles berühren, was hier so am Baum angebracht ist, was nicht zum Baum gehört. Wir würden uns sehr freuen darüber. Und jetzt ist es die ganze Zeit auf 0 und dann jetzt wieder auf 1. Klimat ist nur noch zwischen 0 und 2. 0. Jetzt hast du wieder 5 gehabt. Oh, Wir machen da Feuerwerk. sieht man das auf der Kamera? Die sind ein Feuerwerk, ja. Also ich sehe es bei mir auf der. Die haben Spaß. Ich glaube, dass es heute ist, dass die Spaß haben, wa? Das sah schon geil aus, wie das Licht durch den Nebel gefallen ist. Ich hoffe, die stören das Ganze jetzt hier nicht. Ich denke, dass sie früher auch schon feierfreudig waren hier. Als ich vertieft auf das EMF sah, bemerkte ich nicht sofort die Stimmen in der Umgebung. Erst als jemand in der Ferne das Feuerwerk zündete, bekam ich die Sorge, dass die PU gestört werden könnte. Doch Tobi war positiver gestimmt. Überraschende Wendung. Meintest du das vielleicht mit den Spielen? Wenn jetzt ein Jahr kommt. Sag mal, 0, jetzt kommt's wieder. Das flimmert noch ganz leicht. Schwach. Du kannst dich aber gerne an allen Akkus hier bedienen. Die ganze Technik hier, die. Nicht. Doch, wir erlauben es dir. Ich glaube, das war die Antwort auf meine vorige Frage. Mit dem Spiel? Das ist eine gute Frage. Magst du mit uns reden? Wie gesagt, also wenn es dir an der Energie mangelt, du kannst dich gerne an unseren Gerätschaften bedienen. Die haben alle einen Akku und du kannst gerne von da aus die Energie ziehen. Ich hoffe nur sehr, du lässt das kleine Gerät hier in meiner Hand in Ruhe, das wäre schön. Ansonsten, du kannst wirklich gerne alles nehmen. Wir haben hier die Kameras, wir haben Licht. Kannst du gerne alles dir schmecken lassen. Magst du mit uns reden? Wir befehlen es. Wir befehlen es. Wollt ihr nicht mit uns reden? Kannst du uns dann deinen Befehl wiederholen, was wir tun sollen? Das ist gerade so ein bisschen im Kontext verloren gegangen. Ich weiß ja, dass wir hier auf einem blutigen Feld stehen. Also der ganze Ort ist irgendwie mit Blut überströmt. Was hier damals zu Kriegszeiten passiert ist, war einfach nur unverzeihlich. All die Morde, Totschläge, Vergewaltigungen, die hier stattgefunden haben. Ich bekam irgendwie durch die Recherche das Gefühl, dass hier an diesem Ort irgendetwas los ist, dass hier vielleicht viele von euch sind. Kannst du es mir bestätigen? Sind hier viele Seelen anwesend, denen viel Gewalt widerfahren ist? Man wird die ganze Zeit Krach von denen. So, aber haben wir von da hinten irgendwo. Ich bin der Meinung, das kam hinter dir. Das kommt von da. Das kommt von woanders. Ich hoffe, dass Ich kann nicht. kannst du nicht mit uns reden oder du kannst meine Frage nicht beantworten. Wenn das der Fall ist,
und versuche irgendwie positiv zu antworten. Das Gerät ist jetzt schon eine ganze Weile auf 0. Zeige mal. Jetzt ist es auf 1 Jahren gerade. Ja, es filmt. Wie bist du hierher gekommen? Na, über das Feld. Durch den Nebel. Ich habe mir extra Mühe gegeben, mit meinem Partner über das Feld hierher zu kommen. Der Baum hier, den wir angeleuchtet haben, der ist ganz schön kahl. Aber es kann nicht daran liegen, dass er kein Wasser bekommt. Wir stehen hier auf einem Moor. Beim Laufen ist uns aufgefallen, dass der Boden ganz schön nachgiebig ist. Das heißt, dass hier unter der Erde viel Wasser ist. Seid ihr dafür verantwortlich? Der EMF hier hinter mir, der flimmert nur noch ganz leicht zwischen 0 und 1. Und das ist seit dem Feuerwerk da hinten. Ich habe auch hinten bei dem Jägerstand ein weiteres Gerät aufgebaut. Es zeichnet da hinten eine separate Audio-Tonspur auf. Und wenn ihr wollt, da ist ein Mikrofon dran. Ihr könnt da was draufsprechen oder ein Geräusch drauf machen. Ihr könnt auch gerne an dem Jägerstand Kratzgeräusch machen oder da drauf klopfen, sodass ich weiß, dass jemand hier ist. Oder ihr könnt uns auch eine Botschaft hinterlassen. Zeige dich. Ich möchte. Das wird schon ein bisschen spooky. In diesem Moment empfand ich die 2 Phrasen der GhostTube-App etwas unheimlich. Wir näherten uns dem Samhain. Ihr kennt es als Halloween, aber nur die wenigsten kennen den wahren Ursprung. Dieser Fest hat nichts mit dem Kinderfest aus den USA zu tun. Ursprünglich stammt es aus dem vorchristlichen Irland. Es ist sogar keltisch. Es symbolisiert nicht nur die Ernte oder die kalte Jahreszeit. Dieser Fest des Grauens steht für den Beginn eines neuen Jahres. Die schützende Barriere zwischen dies und jenseits wird so dünn, dass man sich davor fürchtete, die Geister und Dämonen würden rüberkommen und Jagd auf Menschen machen, deren Zeit beinahe abgelaufen sei oder wenn sie krank waren. Also, man tat alles, um nicht als Sterblicher erkannt zu werden. Also ich bin klar sichtbar für dich. Ich verstecke mich nicht. Versteckst du dich vor mir? Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn eins von diesen Bällen hier am Baum anfängt zu leuchten. Oder das Gerät mit dem grünen Lämpchen da hinten zu blinken. Oder wenn du dich diesen Näherungssensor Kehle. In diesem Moment fühlte ich mich sehr unwohl. Welches Jahr ist es? Wir haben 2023, also 2023. Also nicht mehr 1944, 1945. Aus welchem Jahr bist du? Du kannst es mir auch gerne in das Mikrofon hineinflüstern.
Dann höre ich es zu Hause. Kannst du dich nochmal mir nähern, bitte? Kannst du das tun? Du warst doch gerade nah bei mir. Deswegen hat auch mein modernes Telefon akustisches Geräusch gemacht. Kannst du das bitte wiederholen? Mir näher kommen. Verflucht. Also das würde ich eher als ein Schimpfwort interpretieren wie verdammt oder scheiße. So als ob mir jemand eine schlechte Nachricht überbringt. Ich möchte, dass du gehst. Okay. Wenn du wirklich möchtest, dass ich gehe, dann sag es mir noch einmal. Dann packen wir unsere Sachen zusammen und gehen nach Hause. Wenn du wirklich möchtest, dass wir gehen, dann wiederhole es bitte und wir gehen. Die Kälte gerade zieht. Ich weiß nicht, ob man sieht. Hier wird es auf jeden Fall mal Nebel, ja. Ja, wir stehen übrigens. Komplett im Nebel jetzt. Wir waren so sehr vertieft, dass wir es gar nicht bemerkten. Der Nebel um uns herum zog sich immer dichter. Schlagartig wurde es kalt. Boah, ich zeige euch das mal kurz mit dem Nebel. Kaum bist du weg, ist es wieder auf Null. Taschenlampe. Hier, da stehen wir drin. Nur für sie. Der Nebel. Oh, Alter, ist mir kalt. Irgendein Akku hat gerade kurz gepfiffen. Hat ein Akku? Ja, Ich höre nicht. ich glaube, gleich fällt irgendwo was aus. Hier ist alles super. Ja, die hat aber mehr Prozent als meine. Ja. Hier ist alles Roger. Heiß. Das Ich wäre bin genau hier. Kannst du uns zeigen, wo du bist? Indem du dich einfach uns näherst. Kannst du das Gerät hier nochmal zum Piepsen bringen? Guck mal, das flackert hier die ganze Zeit. Der grüne Streifen, der hat gerade geflackert. Also der hier, der mit dem Magnet. Was heißt das? Das ist das EMF-Reader auf der App. Kannst du dich mir nochmal nähern, bitte? So nah, dass er anfängt zu piepsen. Bitte. Jetzt kalibriert er sich wieder. Ja. Ich sagte ihm. Hast du mir gerade was auf die Audiospur drauf gesprochen? Das wäre interessant. Falsch. Wem hast du dann was gesagt? Jemand, der dir was Böses getan hat. Lukas. Ist das der Name von deinem Peiniger? Wir sind wieder bei 6. Ich muss auf jeden Fall mal kurz den Akku. Einverstanden.
Mal kurz mal den Akku wechseln. Ja, okay. Bist du einverstanden mit uns zu reden? Du uns deine Geschichte erzählen. Ich habe ein paar Namen in die App eingepflegt. Falls einer drunter ist, kannst du ihn uns nennen, bitte. Kurz aufzählen. Ich finde es echt schade, dass man auf diesen Aufnahmen das richtig schlecht sieht. Auf jeden Fall ist das Flimmern wieder da. Was ich gerade komisch finde, dass die Powerbank hier nur noch einen Balken hat. Wie ein Lämpchen leuchtet bloß noch. Ja, habe ich gerade gesehen, als ich das Akku laden wollte hier. Jetzt muss ich es bei der anderen machen. Du verstehst nicht. Also hier haben wir noch ein bisschen mehr Akku. Was verstehe ich nicht? Dann erklär's mir bitte. Ich habe vorhin gesagt, ich habe einen Akku pfeifen hören. So als ob etwas gleich ausgeht oder alle ist. Und jetzt haben wir festgestellt, dass diese eine Powerbank... Hast du Angst? Nein, habe ich nicht. Sollte ich. Mich durchfährt gerade ein Schauer. Aber es ist keine Angstschauer. Ja, Hast du wieder an? Ja. So, ich synchronisiere. Halte mal kurz. Glauke Martha. Was ist das denn bitte? Glauke Martha? Sprechen wir gerade mit ihr. Was ist das sind das für Namen? Glauke Martha ist die Mutter von der Katharina. Okay. Das ist die, dessen Haus wir heute gesucht haben. Dieser Moment fühlte sich sehr surreal an. Zum ersten Mal spuckte die App einen echten Namen aus. Glauke Martha, die Mutter von Katharine Kohlhoff. Katharine Kohlhoff, geborene Fischeder, heute als die Moorhexe bekannt. Sie zog im Jahre 1944 hierher. Die kleine tschechische Karte stand keine 500 Meter von uns entfernt. Dort lebte sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Als die Sowjets diesen Ort eroberten, wurde sie zu Zeugen einer grausamen Tat und zugleich zum Opfer. Ihr Mann wurde vor ihren Augen erschlagen, dann wurde sie gemeinsam mit ihrem Kind missbraucht. Ihre Todesursache ist mir allerdings nicht bekannt. Da, wo das Haus einst stand, sind heute nur Bäume. Zu dem Zeitpunkt der PU kannten wir allerdings den Standort nicht. Deshalb entschieden wir uns für das Feld, für das Moor. So Leute, gerade auf dem Bildschirm, hier auf diesem Bildschirm, erschien der Name Glauke Martha. Und das ist die Mutter von der sogenannten Moorhexe, die hier in diesem Ort gelebt hat. Und Glauke wurde damals vergewaltigt, gemeinsam mit ihrer Tochter. Und ihr Ehemann wurde erschlagen. Und ihr Haus, beziehungsweise der Ort, wo es stattgefunden hat, Bist du ein Freund? ist hier in der Nähe passiert. Ja, ich bin ein Freund. Du brauchst von mir keine Angst zu haben. Der Nebel ist weg. Natascha. Sich entschuldigen. Sich entschuldigen. Sich entschuldigen. Sich
entschuldigen sich. Zuerst beachtete ich diese Stelle nicht. Doch dann fiel mir auf, dass der Anfang ziemlich seltsam klang. Zuerst dachte ich, dass ich dazwischen gesprochen hätte, aber es klang eher so, als ob die Tonspur doppelt und versetzt war. Dies trifft allerdings nicht zu. Die Tonspur stammt von Tobi seiner Funkstrecke. Ist das eine EVP, die im Satz der GhostTube-App verklingt? Ist es deine Freundin? Oder muss ich Natascha bei dir entschuldigen? Ist Natascha eine Freundin von dir? Ist Natascha eine Freundin von dir? Wie heißen Sie? Ich heiße Snejana. Du hast vorhin einen russischen Namen genannt. Ich komme auch aus Russland. Ich hoffe, das wird mir jetzt hier nicht zum Verhängnis. Deswegen wollte ich gerade sagen, jetzt provozierst du sie aber. Aber ich bin freundlich, ich bin hier auch von klein auf aufgewachsen. Und habe nichts mit dem zu tun, was dir vielleicht von meinen Landsleuten angetan wurde. Wann bist du gerade schon pfeifen? Vater. Vogel wartet. Ist ja auch ein bisschen spooky. Wir stehen hier so mitten auf dem Feld. Da drüben ist eine Straße. Da fahren die ganzen Fahrzeuge vorbei. Aber auf der anderen Seite, Unter. ungefähr so, von hier aus hört man Tiergeräusche. Ich habe mittlerweile eiskalte Füße. Uns wird langsam kalt. Magst du uns noch irgendetwas sagen, bevor wir gehen? Hast du eine Botschaft an uns? Oder möchtest du vielleicht irgendetwas loswerden? Es wäre wirklich, wirklich sehr schön, wenn du das kleine Gerät mit dem grünen Lämpchen auf dem Baum berühren würdest. Das würde uns sehr glücklich machen. Sicher. Kannst du das machen, bitte? Dann würdest du uns tatsächlich zeigen, dass es dich wirklich gibt und dass dir wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Flammen. Gebrannt hat's. Es gab einen Brand. Erzähl weiter. Warum ist er hier? Wer? Wer ist hier? Ich kann nicht. Du kannst nicht. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei dir, dass du all deine Kraft genommen hast und dich uns mitgeteilt hast. Dann verlassen wir dich jetzt und bedanken uns bei dir dafür, dass du dir so viel Kraft genommen hast, mit uns zu kommunizieren. Welches Jahr ist es? Wiederholt sich. 1946. Willst du es provozieren? Würde ich nicht tun. Warum sagst du das? Wahr.
So die Wahrheit. Deutschland hat sich erholt und hat doch den Krieg gewonnen. Die Rote Armee ist fort. War ein Versuch wert. Ich war entsetzt, als Tobi urplötzlich und aus heiterem Himmel ein völlig neues Szenario ausspuckte. Doch er wollte mit einem neuen Ansatz die Präsenz rauslocken. Dies klappte allerdings nicht. Ich bedauere auch sehr, dass die Kommunikation nur über die GhostTube-App stattfand. Es gab keinerlei Feedback über das restliche Equipment. Auch das Flimmern des EMF ist keinesfalls aussagekräftig. Auch die externe Tonspur brachte diesmal keinerlei Früchte. Und der Name könnte nur ein Zufall gewesen sein. Im Großen und Ganzen war die PU erfolglos, was auch ebenfalls in Ordnung sei. Wir sollten definitiv diesen Ort noch einmal besuchen, nur diesmal mit der Spirit Box. Die Estes-Methode scheint sehr vielversprechend zu sein. Nach wie vor wissen wir nicht, ob die GhostTube wirklich funktioniert. Das herauszufinden wäre für uns alle sehr interessant. Doch bis dahin bleiben wir wohl weiterhin im dichten Nebel. Wir sind Tobi und die Katze und wir entführen dich in die Dunkelheit.